Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir japanische Käsekuchen. Wir fangen an jetzt mit Zutaten. 5 Eigelb, 5 Eiweiß, Mehl 405er Typ 80 Gramm, Zucker 100 Gramm, Milch 60 Milliliter, Streichkäse, also ohne Salz nehmen bitte, 150 Gramm, 40 Gramm Butter, eine Packung Vanille. Wir fangen gleich an. Herd ist schon warm hier. Kannst du mal hier? Ups, okay, ich habe es gerettet. Gut, dann tun wir erstmal die Milch rein. Jede Tropfe ist wichtig. Milch, Butter auch rein. Käse. Schön. Wunderbar. Das kommt später. So, machen wir bis das 5. 5 ist gut. Jetzt müssen wir erstmal langsam umrühren. So lange anrühren, bis der Käse gelöst ist. Das ist schön, oder? Das sieht gut aus. So, jetzt das Mehl rein. Ist es? Ja, ist gut. Jetzt kann ich schon ausschalten. Fertig. Das tue ich auf jetzt Seite. Den lasse ich jetzt ruhen. Da kommen nachher Eier, weil jetzt ist noch warm. Kann ich keine Eier machen. Okay, jetzt fangen wir mit Eiweiß an. Da tun wir Zucker, Eiweiß und Vanillenzucker auch rein. Gut. Die höchste Stufe, das kann 3 bis 4 Minuten dauern, bis sie cremig schön weiß ist. So lange umrühren. Bis gleich. Sind wir jetzt fertig? Man sieht ja schön cremig. Das kann ich schon rausholen. Fertig. So, auf Seite tun. Jetzt holen wir das. Eigelb da rein. Okay. Jetzt mal wieder umrühren langsam. Darf nicht warm sein, bitte. Muss ich hier rüber, wenn es ja noch. Ne, das ist nicht mehr warm. Bitte so lange umrühren, bis ganz glatt ist, damit der Mehl alles schon fein ist. Man sieht ja noch, sieht man noch Mehl. Gut, fertig. Jetzt holen wir den neue. Jetzt tun wir alles hier rein. Oh, da ist ja noch viel drin. Muss so machen. Okay. Jetzt noch mal kurz umrühren, schön. Im Prinzip ist nur am Rühren die ganze Zeit. So, ja, das ist halt so. Ohne Maschine. Ja, der Kuchen geht nicht auf, wenn du das nicht machst. Nee. Der bleibt dann unten. Muss ganz fein sein.
und hat nicht so warm. Ne? Gut, fertig ist. Haben wir es geschafft. Oh. Das brauche ich noch. So. Jetzt kommt Sahne. Sahne tun wir 3-mal. Also nicht immer alles einmal, 3-mal. Erstmal die. Hast du verstanden? Nein, 1/3 meinst Ein du? Drittel, ja immer. Ja. Genau, jetzt habe ich etwas. Bitte langsam umrühren, nicht so schnell, sonst geht nicht auf. Nicht so wie vorhin, wie verrückt umrühren. Jetzt langsam. Den Rest jetzt auch rein, der Eiweiß. Auch mal umgekehrt drehen. nicht drehen, ich meine. Auch mal andere Kulturen besuchen. Das ist so übel verrückt. Okay, jetzt langt's aber, gell? Das sieht gut aus. Ja, guck mal, schön. Okay, jetzt langt. Jetzt kommt die Füllung. Jetzt ist oh, da war was. Muss ich noch mal kurz umrühren. Ja. Da ist was runtergeflogen. Das. Lieber Okay. zu viel als zu wenig. Ja, jetzt, pass auf. Jetzt kommt meine Packform. So. Also ich habe 18er Packform jetzt. Das sind 10 tief, 18 Durchmesser. Okay? Ich habe Packpapier unten gelegt und mit Folie auch. Man sieht ja, ne? Das mache ich nachher weg. So, das tun wir einfach rein alles. So, ich muss so heben. Hier muss ich auch die Reste holen. Sonst habe ich da 2 Portionen hier. So, also fertig. Nehmen wir so ein Holzstück. Guck, von Mitte anfangen, immer nach außen drehen, damit keine Blasen da ist. Unten alles raus. Wieder hier Mitte und rausholen. Fertig. Wow. Schön, gell? Und jetzt 3-mal hinhauen, bitte. Nicht so, nicht so festhalten. Siehst du die Blasen? Hast du gesehen? Ja. Guck, da, ja. Okay, jetzt kommt mein Backblech. Moment. Kochen da Wasser rein. Hoffentlich kann ich anfassen. Ich habe keine Handschuhe jetzt. Hol doch Handschuhe. Moment, noch was. Nichts, jetzt tun wir mit da rein. So, guck mal, heiß ist, nein geht's. So, im Backofen 150 Grad, Ober- und Unterhitze, 60 Minuten. Ich kontrolliere es dann aber nachher, nach 60 Minuten. Mittlere Schiene rein. Nein, nicht mittlere Schiene. Von unten zweite Schiene bitte rein. Okay. So, ich stelle jetzt 60 Minuten. Bis gleich. Ja, der Kochen hat 70 Minuten gebraucht, jetzt soll ich sie raus. So. Braucht man keine Wasser mehr, alles weg. Ganz wenig Wasser. Wahnsinn, okay. Tun wir sie rüber. Hier. Folie brauche ich nicht mehr, ist gut. Ja. So, ich lasse ihn jetzt 10-15 Minuten ruhen, dann kann man sie rausholen. Bis gleich. Okay, ich habe den Form rausgeholt, jetzt tue ich etwas Butterzucker drauf, dann kann man sie schneiden. Ich muss ein bisschen weggehen, sonst. Reicht, oder? Okay, jetzt gucken wir mal, ob ich es gut kann. Das ist ja wackelig, gell? So wie Wackelpudding. Ja. Ja, man muss es halt langsam machen. Ja, das ist halt sanft. Genau, langsam. Gucken wir mal.
Ja, lass das stehen. Sieht gut aus. Ja, so kann man es dann servieren. Ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Käsekuchen. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.